Immer mehr Rentner suchen eine Alternative für den Ruhestand. Eines der beliebtesten Auswanderungsländer sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Darum geht es heute in diesem Video. Wir schauen uns kurz an, wie die Einreisebedingungen sind, was ist mit der Rente, bekomme ich die in die USA überwiesen, was für eine Krankenversicherung brauche ich und wie sieht es mit der Steuer aus. Und dann noch ein paar kurze Tipps zum Klima, zu den Lebenshaltungskosten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Drücke gerne die Glocke, um alle Inhalte mitzubekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gebe einen Daumen nach oben. Hast du Fragen, Anregungen, dann bitte fleißig unten kommentieren. Ruhestand in den USA. Schauen wir uns zunächst mal die aktuellen Einreisebedingungen an. Also die USA gelten als Hochrisikogebiet aktuell in Bezug auf Covid-19. Die Einreiseregeln wurden verschärft. Vollständige Impfung und negativer Corona-Test sind Voraussetzungen. Ausnahmen für Genesene gibt es nicht. Auch sie benötigen eine vollständige Impfung mit 2 Dosen. Johnson & Johnson werden inzwischen nicht mehr anerkannt. Als vollständig geimpft gilt man 2 Wochen nach der letzten erforderlichen Spritze. Also aktuell gibt es keine zeitliche Begrenzung für die Gültigkeit der Impfung. Nachweisen muss man seinen Impfstatus per digitalem Impfausweis mit QR-Code oder eben per Impfpass. Bereits beim Boarding der Fluggesellschaft muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, also entweder ein PCR- oder Antigen-Schnelltest. Während des Fluges und auf den Flughäfen besteht durchgängig Maskenpflicht. Laut Information der US-Gesundheitsbehörde muss zusätzlich noch ein Gesundheitsformular ausgefüllt und beim Boarding der Airline vorgelegt werden. Es kann sich hier aber täglich etwas ändern. Also das ist jetzt hier der aktuelle Stand von Januar 2022. Die USA gehört zu den beliebtesten Auswanderungszielen der Deutschen. Deutsche benötigen für die Aufenthalte bis zu 90 Tagen kein Visum, aber einen Reisepass und die elektronische Reisegenehmigung ESTA. Also ESTA ist eine elektronische Anreisegenehmigung und steht für Electronic System for Travel Authorization, also elektronisches System zur Genehmigung, und ist 2 Jahre gültig. Mit einem ESTA-Antrag können Deutsche für maximal 90 Tage in die USA reisen. Ja, in 90 Tagen kann man sich schon in etwa ein genaueres Bild von den USA machen. Es gibt für Rentner keine spezielle Visumkategorie. Es gibt aber unzählige weitere Visatypen, wie zum Beispiel Besuchervisum B1 oder B2 für längere Aufenthalte bis zu 10 Jahren. Also wer vorhat, länger zu bleiben, sollte einen US-Visa-Experten von The American Dream US Visa Service befragen. Ja, Neuankömmlinge aus aller Welt sind seit jeher mit offenen Armen willkommen in den USA. Kein anderes Land dieser Erde wurde von seinen Einwanderern so sehr geprägt wie die Vereinigten Staaten. Die Rente. Es gibt ein deutsch-amerikanisches Sozialversicherungsabkommen, das die Regelungen zur Rentenversicherung enthält. Also Renten aus der deutschen Rentenversicherung werden ungekürzt in die USA überwiesen, genau wie auch die Pensionen. Riester-Renten werden um etwa 15% gekürzt, weil bei Wohnsitz USA die Zulagen und Steuervorteile zurückgezahlt werden müssen. Eine EM-Rente wird ungekürzt gezahlt, wenn sie allein aus medizinischen Gründen erfolgt ist, also bewilligt wurde. Wurde eine EM-Rente bewilligt, weil wegen der eingeschränkten Erwerbsfähigkeit kein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wird die Zahlung bei Wohnsitzverlegung in die USA eingestellt. Die deutsche Rentenversicherung kann ja den ausländischen Arbeitsmarkt nicht überprüfen. In Deutschland ist die Rente als Ersatz für das ehemalige Arbeitseinkommen im Alter zu sehen. Ein voller Ersatz ist es ja eigentlich nie. In den USA ist die Rente ja mehr eine Unterstützung im Alter. Man muss also in den USA wesentlich mehr Altersvorsorge betreiben.
Früher gab es für fast alle Arbeitnehmer eine Pension, die sie vom Arbeitgeber bekommen konnten. Das hat sich in den letzten Jahren so verändert, dass es kaum noch Pensionen von den Firmen gibt. Die Rente in den USA soll also nicht das Arbeitseinkommen im Alter ersetzen. Ja, Altersarmut gibt es in Deutschland und wird auch viel diskutiert, ist auch teilweise ernsthaft vorhanden, aber in den USA gibt es diese Altersarmut wirklich. Die Krankenversicherung. Eine universelle Gesundheitsvorsorge gibt es in den USA nicht. Eine staatliche Gesundheitsfürsorge gibt es für Einwohner, die jünger als 65 Jahre sind und nur in Ausnahmefällen. In medizinischen Notfällen sind Krankenhäuser unter Emergency Medical Treatment and Labor Act, also Gesetz über medizinische Notfallbehandlung und Arbeit, gesetzlich verpflichtet, unversicherte oder nicht ausreichend versicherte Patienten auch dann in die Notaufnahmen zu behandeln, selbst wenn abzusehen ist, dass diese die Rechnung nicht bezahlen können. Es gibt da in den USA verschiedene Namen für die unterschiedlichen Sozialhilfeprogramme. Ja, ganz witzig ist zum Beispiel, in Kalifornien heißt das Sozialhilfeprogramm Applebee's. Liegt kein medizinischer Notfall vor, dürfen die Patienten abgewiesen werden. USA hat eines der teuersten Gesundheitssysteme und sehr wenig Sozialleistungen. Auf der anderen Seite sind aber auch weniger Steuern und Abgaben zu leisten. Die deutsche Krankenversicherung gilt für die USA nicht mehr. Deshalb sollte man sich unbedingt vor dem Auswandern rechtzeitig um den Abschluss einer Krankenversicherung kümmern. Also in den USA gibt es viele Krankenversicherungen, die aber auch überwiegend privat sind. Bei einer privaten Krankenversicherung für die USA sind ganz oft viele Ausschlüsse mit verbunden. Also am besten ist, man schließt eine internationale Krankenversicherung in Deutschland ab. Die Versicherungsprämie hängt unter anderem vom Alter, von den gewünschten Leistungen und der Höhe der Selbstbeteiligung ab. Vor dem Abschluss sollte man sich wirklich unbedingt die Mühe machen, die Angebote gründlich zu vergleichen. Dazu gibst du einfach bei Google ein KV USA oder internationale KV. Die Sprache. Also ist es faktisch so, dass es keine festgelegte Amtssprache insgesamt für die Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Aber ja, man kann sagen, dass Englisch eben die Nationalsprache ist. Also die USA hat keine offizielle Sprache auf Bundesebene, aber Englisch ist in 32 Bundesstaaten die offizielle Amtssprache und wird eigentlich auch im ganzen Land gesprochen. Auf Hawaii wird Hawaiisch zusätzlich akzeptiert zu Englisch als Amtssprache. Alaska akzeptiert seit 2014 auch die 20 indigenen Sprachen des Bundesstaates. Louisiana übersetzt auch ins Französische und New Mexico ins Spanische. Es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl spanischsprachiger Anwohner. Also weit über 40 Millionen Menschen sprechen Spanisch als Muttersprache in den USA. Und fast 3 Millionen Menschen sprechen Mandarin, Kantonesisch oder andere chinesische Dialekte. Also Englisch sollte man schon beherrschen, wenn man in die USA ausreisen will, um eben den Stressfaktor auszuschalten. Wie sieht es mit der Steuer aus? Der Wohnsitzstaat entscheidet darüber, ob Deutschland die Rente besteuern darf. Die Renten werden gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen mit der USA nicht in Deutschland besteuert, wenn der Wohnsitz in die Vereinigten Staaten von Amerika verlegt wurde. Das gilt für Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Staatsbürgerschaft ist hierbei unerheblich. Also Deutschland besteuert die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die nach Amerika überwiesen werden, nicht. Bei Beamtenpensionen sieht es anders aus. Die werden weiter in Deutschland besteuert und da ist eine Steuererklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Und zwar ist das Finanzamt zuständig, bei dem der frühere Arbeitgeber geführt wurde. Nimmt ein Ruhestandsbeamter aber die US-Staatsbürgerschaft an und behält dauerhaft seinen Wohnsitz in den USA, kann die Pension ebenfalls dort versteuert werden. Die Einkommensteuer beträgt je nach Höhe des Jahreseinkommens und in Abhängigkeit vom Bundesstaat zwischen 10 und 38,6%. Es gibt die staatliche Einkommensteuer
und noch eine Bundessteuer. Also je nachdem, wo man lebt, variiert die Höhe der Steuer. Die Lebenshaltungskosten, ja, also die tatsächlichen Lebenshaltungskosten in den USA hängen sehr vom Wohnort, von der Wohnform, vom Wohnviertel und natürlich auch vom individuellen Lebensstil ab. Wer mit seinem Lebensstil in Berlin beispielsweise mit 2000 Euro im Monat über die Runden kommt, der benötigt jetzt als Beispiel in San Francisco fast das Doppelte. Also je nach Bundesstaat sieht das natürlich ganz anders aus. Grundsätzlich ist das Leben in den USA teurer als in Deutschland, aber innerhalb der USA unterscheiden sich die Lebenshaltungskosten schon erheblich. Im Landesinneren sind die Lebenshaltungskosten günstiger als an der Ost- oder Westküste. Für die Lebenshaltungskosten muss man so als Minimum, also ganz grobe Richtlinie pro Monat, schon mindestens 1200 bis 1500 Dollar einplanen. Also da benötigt man schon eine entsprechende Rente. Zahlungsmittel ist der US-Dollar und ja, der US-Dollar unterliegt genau wie der Euro Schwankungen. Mal ist der US-Dollar stärker als der Euro und mal umgekehrt. Das Klima. Ja, also die USA, die hat eine Vielfalt an Natur zu bieten, wie Grand Canyon, Rocky Mountains bis zum Death Valley. Genauso vielfältig ist natürlich auch das Klima. Während es in Alaska eiskalte und schneebedeckte Landschaften gibt, gibt es ganzjährig warme Regionen mit mediterranem Klima in Kalifornien und sogar gemäßigtes europäisches Klima im Nordosten der USA. Hawaii zum Beispiel hat atemberaubende Inseln. In der südlichsten Spitze Floridas gibt es sogar Tropen. Alpenähnliche Regionen findet man in Colorado und in Wüsten im Westen des Landes. Also im Prinzip sind die meisten Klimazonen der Welt in den USA vorhanden. So, fassen wir mal kurz zusammen. Also wichtig ist, dass man die Sprache beherrscht, also Englisch wird sehr empfohlen und vorher viele Wochen oder besser Monate in den USA verbracht hat. Es hängt natürlich immer vom jeweiligen Typ Mensch ab, was er bevorzugt, welche Sprache er spricht und welche Vorlieben er hat. Mag er lieber Hitze, Kälte, Meer, Berge oder Hinterland? Das Leben in den USA ist in der Regel teurer als in Deutschland. Deshalb kann man es sich mit einer kleinen Rente nicht leisten. Die Renten werden problemlos ungekürzt in die USA überwiesen. Aufpassen muss man bei einer Erwerbsminderungsrente. Und die Riester-Renten werden um 15% gekürzt. Deutschland darf die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht mehr besteuern. Pensionen werden weiterhin in Deutschland besteuert. Eine internationale Auslandskrankenversicherung kann man durchaus in Deutschland abschließen. Wer für den Pflegefall vorsorgen möchte, der sollte auch zusätzlich eine private Pflegeversicherung abschließen. So, meine lieben Zuschauer, das war jetzt wirklich nur ein ganz grober Überblick über die Vereinigten Staaten von Amerika. Wer sich näher damit beschäftigt, der muss natürlich in die Tiefe gehen. Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Man könnte da über jedes Land, also 50 extra Videos drehen, wie auch immer. Es ist jetzt wirklich nur ein ganz grober Überblick. Wenn Fragen sind, bitte in die Kommentare stellen oder auch so fleißig diskutieren. Meine Bitte an euch, liebe Zuschauer, welche Themen interessieren euch noch? Der Kanal, der soll euch gefallen. Ich habe ihn für euch eingerichtet und deswegen meine Bitte, unten in die Kommentare eure Wünsche für künftige Videos schreiben. Für heute alles Gute, wünscht euch Jutta Martin.